Ein Motto dieses Jahr ist: Dein Reich komme, o Herr. Dein Reich komme. Dein Reich komme in alle Konflikte meines Lebens. Hat mich vor einiger Zeit, sprich die letzten Wochen, immens beschäftigt. Ich habe mir angeschaut, Elia. Wie ist Elia mit Konflikten und Schwierigkeiten in seinem Leben umgegangen? Und ich habe gemerkt, da steckt so viel Elia in mir, was Schwächen des Lebens betrifft. Zum Beispiel, als Isabel die Propheten Israels verfolgen und hinrichten ließ, da haben sich die Propheten dann auf den Berg Karmel versteckt, rund 100. Die Furcht war groß. Gott sprach zu Elia, der hatte einen richtigen Erguss von Mut. Kam dieses Wunder mit dem Opfer, ja, und dann sagte Gott, er müsse die Baalspriester umbringen. Das sind ja Dinge, die wir dann nicht so gut einordnen können. Auf jeden Fall, nachdem das geschehen war, fürchtete er sich vor Isabel. Also er hat vor Ahab nicht so Angst, er hat keine Angst, mit den Baalspriestern eine Konfrontation einzugehen, aber dann fürchtet er sich vor Isabel. Und er geht vom Karmel, man muss sich das vorstellen, vom Karmel bis nach Beersheba. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Kilometer das ist, aber ich würde mal locker sagen, zwischen 80 und 100 Kilometern zu Fuß, ja, flüchtet er. Dort weiß er nicht genau, was tun, und Gott begegnet ihm und sagt ihm, geht zum Berg Horeb. Ja? Berg Horeb, vom Wort her öde, Wüste. Aber es war der Ort, wo Gott Mose begegnet war, und deshalb heißt Horeb Berg Gottes. Also der Engel sagt zu ihm, geh zum Berg Gottes. Und er stärkte ihn mit Essen, weil es eine weite Reise war. Also ich würde sagen, von Beersheba bis zu dem Land der Midianiter. Das sind also auch locker 50, 60, 70 Kilometer oder noch mehr. Und dann geht Elia dahin und Gott fragt ihn, was er dann genau möchte. Und er spricht wieder, wie er leidet unter der Situation. Ja, und Gott begegnet ihm. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Also da kam ein starker Wind, ein Sturm sozusagen, und dann heißt es im 1. Könige 19, aber der Herr war nicht im Sturm. Und das heißt, ein Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach. Also das muss ein richtiger Hurrikan gewesen sein. Dann kam ein Wind. Ja, und der Herr war nicht im Wind. Dann kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und dann kam ein Feuer, und der Herr war nicht im Feuer. Und dann kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und in diesem Säuseln war Gottes Gegenwart. Und ich habe so gemerkt, in den Konflikten meines Lebens, ja, da erwarte ich, dass das Feuer Gottes kommt oder Gott laut spricht oder ein Sturm loszieht oder irgendetwas geschieht, was mir Sicherheit gibt oder Rechtfertigung oder was auch immer. Aber hier in diesem Erlebnis von Elisa geht es darum, dass Gott nicht im Lärm wirkt, sondern im leisen Säuseln. Dort, wo wir still werden, uns bewusst werden, dass wir zum Berg Gottes gegangen sind und eben nicht die Hilfe in uns und durch andere Menschen finden, sondern abhängig von seiner Gegenwart. Dort kommt Hilfe. Und so möchte ich dich fragen, wohin fließt du? Wenn du herausgefordert bist, im Leitungsteam deiner lokalen Vineyard, im Leitungsteam deiner Base, in deinen persönlichen Finanzen, im Missverständnis, das dir entgegengebracht wird von Menschen, deinem Arbeitsplatz, im Miteinander mit anderen, wohin fließt du? Fließt du zu menschlicher Hilfe? Fließt du von der Sache weg? Entziehst du dich? Erwartest du Feuer, Sturm, Erdbeben, Wind? Oder bist du bereit, zum Berg Gottes zu gehen, in die Ruhe, Abhängigkeit von ihm
um in der Stille seinen Schutz und seine Führung zu erleben. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, abgesehen davon auch vermehrt, dass wir so Jesus Christus Ehre geben können. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine kraftvolle Woche.